Nachts hoffentlich dauert der Alarm diesmal nicht so lange. Mein Mann lag schon so tief im Schlaf, ich habe ihn ordentlich rausboxen Also so schlimm war es ja doch auch wieder nicht. Aber wenn ich Hallo, Ernst? Ja. Hast du auch Lebensmittel mit? Ja, alles in Ordnung. Darf ich mal um Ruhe bitten, meine Herrschaften? Na, sind alle aus unserem Hause anwesend? Wie ich sehe, ist wieder mal Herr Dingelmann, unser ewiger Junggeselle, nicht zu Hause. Lassen Sie gut sein, Frau Nachbarin. Er hat mir seinen Wohnungsschlüssel abgegeben, weil er heute auf Urlaub gefahren ist. Na, wo steckt Ihr Mann, Frau Martini? Schläft er etwa noch? Kaum. Der hat heute Nachtwache in seiner Fabrik. Na, dann wären wir ja alle da. Bis auf Herrn Lubalke. Wo steckt der denn nun wieder? Hier. Aber nur, weil es draußen so stark schießt. Wenn man oben bleibt, Herr Lubalke, so ist das noch kein Beweis für Heldenmut, sondern eher Eher ein Beweis von Dusseligkeit. Was sagen Sie, wie reden Sie eigentlich mit mir? Und ich frage Sie, wie erscheinen Sie denn hier? Das ist wohl meine Sache, nicht? Natürlich, Herr Lubalke. Ihre Sache. Aber sollte hier was passieren und Sie so ganz ohne Vorbereitung und Luftschutzhandgepäck bloß den Mantel über dem Schlafanzug? Na, wir wollen ja nicht das Schlimmste befürchten, aber unter Umständen, da gucken Sie reichlich bedeppert aus Ihrem Pyjama, wenn Ihnen da oben in der Wohnung die anderen Sachen verbrennen sollten. Und wenn Sie bitte auf Kontrollgang müssen? Mein Gott, in der Eile. Machen Sie es wie wir alle. Vom Schlafengehen alles parat gelegt. Jawohl. Sicher ist sicher. Also, Herr Lubalke, Sie wissen nun Bescheid. Und dann wollen wir jetzt erstmal die Kontrollgänge einteilen. Und damit wir uns ablösen, gehen wir in 3 Etappen. Die erste Runde machen Sie, Herr Schneider, zusammen mit Herrn Oberregierungsrat Kühne. Sie wissen doch Bescheid, nicht wahr? Jawohl. Auf mich können Sie rechnen. Das ganze Haus abgehen, gründlich nach Brandbomben durchsuchen, Brandbomben gleich bekämpfen und Nachricht an Sie. Ausgezeichnet. Also, gehen wir. So, Jutta, darf ich Ihnen behilflich sein? Schön. Augenblick. Ja. Die zweite Runde, wenn die beiden zurückkommen, machen Sie, Herr Luft, und Sie, Herr Kochel. Otto, du bleibst hier. Hier raus, bei dem Geschieße. Ich bin froh, dass wir so einen schönen Luftschutzraum haben. Außerdem hat er morgen wieder Dienst, wie immer. Und was soll mein Mann sagen, Frau Koppel? Überhaupt nicht im Luftschutzraum, die ganze Zeit auf seinen Brandwachposten. Sehen Sie? Na, wie ich Ihren Mann kenne, bringt er gern das kleine Opfer, wie wir alle. Na klar, ich gehe natürlich gerne. Sagen Sie mal, können wir hier das ganze Haus kontrollieren? Ich meine, ich bin ja bloß auf Urlaub hier. Ich weiß. Aber wenn jetzt was in den Wohnungen passiert, wie kommen wir da rein? Das lässt sich doch gar nicht feststellen. Aber das ist doch ganz einfach. Bei uns im Haus ist so viel Anstand, dass man die Türen zu den Wohnungen ruhig offen stehen lassen kann. Ja, in diesem Falle ist die offene Tür mal die größte Sicherheit. Da fällt mir ein, ich hab's abgeschlossen. Na, da kann ich ja mitgehen und gleich meine eigene Wohnung dabei kontrollieren. Schön. Sie gehen dann zusammen hier mit Frau Rauch. Und die übrigen, hoffentlich wird es nicht nötig sein, gehören zur Hausfeuerwehr und bilden dann nötigenfalls die Eimerkette. Ich selbst gehe gleich mal rauf und sehe nach. Sie vertreten mich dann wohl inzwischen. Was? Jawohl. Eine Frage bitte noch. Ich bin hier fremd im Hause und sehe, dass alle eine Gasmaske haben. Ja, sagen Sie mal, ist das nötig? Natürlich. Schon beim Löschen, im Rauch und Qualm braucht man die doch ganz notwendig. Sehen Sie mal zu, dass Sie bald eine bekommen. Und wo? Also, Frau Wierich, da gehen Sie gleich morgen früh zur NSV in die Bismarckstraße 10. Da bekommen Sie eine Gasmaske verpackt. Müssen wir sonst noch was wissen? Allerdings, Sie müssen wissen, dass dort, wo unser Urlauber sitzt, der Brandmauerdurchbruch für unseren Luftschutzraum ist. Und hier unsere Selbstschutzgeräte und, was sehr wichtig ist, die Kerzen für die Notbeleuchtung. Weiter muss jeder wissen, wo im Hause die Selbstschutzgeräte sind. Die Wassereimer, Wasseranschlüsse, die Löschsanddüten. Am besten, Sie kommen gleich mal mit und sehen sich das alles mit an, wenn ich jetzt im Hause meine Runde mache. Wohl, sehr gern. Denn zupacken muss jeder. Bei Gefahr rettet rascher Zugriff. Nur gute Vorbereitung verbirgt Sicherheit und sachgemäßes Eingreifen. Jeder soll vorbereitet sein, denn Luftschutz ist Selbstschutz.